Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen Überblick geben und zeigen, wie der Feuchtigkeits- und Temperaturregler STC 3028 angeschlossen und eingestellt wird. Dieses Modell ist bei mir für 220 Volt. Bei der Bestellung können Sie auch eine Version für 12 Volt und 24 Volt wählen. Das ist die Stromversorgung des Moduls selbst, aber die Last können Sie bis zu 10 Ampere bei 220 Volt anschließen. Das heißt, die Stromversorgung des Geräts selbst und der angeschlossenen Last kann unterschiedlich sein. Im Lieferumfang sind der Controller selbst und der externe SHT-20-Sensor enthalten. Hier kommt er mit 4 Kabeln. Hinten müssen sie an die Klemmenleiste geschraubt werden. Die Kabellänge beträgt 1 Meter. Hier ist schon alles vorbereitet. Einfach in die Klemmenleiste stecken und festziehen. Hinten ist die Klemmenleiste mit einer Kunststoffabdeckung verschlossen. Sie lässt sich öffnen, hier an den Seiten gibt es solche kleinen Klammern. Das heißt, wir drücken und öffnen. Die Klemmenleiste lässt sich leicht abnehmen. Und die Anschlussübersicht ist oben eingezeichnet, was wo angeschlossen werden muss. Oben mit einem Schraubendreher. Lösen wir die Schrauben, stecken ein und ziehen fest. Jetzt zeige ich, was wo angeschlossen wird. Die ersten beiden Kontakte sind für die 220 Volt Stromversorgung. Dann 4 Kontakte für den Sensoranschluss. Hier ist alles farblich gekennzeichnet, auf dem Schaltplan ist gezeigt, welches Kabel wohin gehört. Und weiter haben wir 2 für den Feuchtigkeitsregler und 2 für die Temperatur. Hier kommt von diesen Kontakten keine Stromversorgung heraus. Der Controller schaltet lediglich die Last. Das heißt, er fungiert als Schalter. Sie fügen ihn in den Schaltkreis ein und der Controller wirkt wie ein Schalter. Jetzt zeige ich, wie was wo angeschlossen wird. Die Kabel schließen wir gemäß dem Schaltplan an. Hier sind sie farblich gekennzeichnet. Vergleichen Sie mit Ihrem eigenen Schaltplan, denn es könnte sein, dass das Modell leicht abweicht und hier anders angeordnet ist, daher ist es besser, mit Ihrem eigenen Schaltplan zu vergleichen. Bei mir werden blau, gelb, grün, rot angeschlossen. Genau gemäß dem gezeichneten Schaltplan. Als nächstes müssen wir die Stromversorgung anschließen. Phase und Nullleiter. Hier werden 220 Volt an 2 Kontakte. Wo Phase, wo Nullleiter, das ist hier egal. Wir schließen es einfach an diese beiden Kontakte an. Den Strom beziehe ich aus der Steckdose. In eine Klemme stecken wir den Nullleiter, das wird das schwarze Kabel sein, und in eine Klemme stecken wir den Nullleiter, das wird das schwarze Kabel sein, und das braune Kabel ist die Phase. Wir ziehen die Kontakte ebenfalls fest. Und es bleibt uns, die Verbraucher anzuschließen. Als Heizung schließe ich einfach eine Glühbirne an. So, damit sichtbar ist, ob die Heizung eingeschaltet ist oder nicht. Es wird nach folgendem Schema angeschlossen, zum Beispiel, hier haben wir auch 2 Kabel. Den Nullleiter speisen wir direkt von der Steckdose ein, daher schließe ich ihn einfach an die Klemme an. Hier und klemme ihn fest. Der Nullleiter geht direkt zur Heizung. Die Phase hingegen wird in den Stromkreis unterbrochen, das heißt, wir müssen diese Klemme für den Anschluss der Heizung verwenden. An einen Kontakt die Phase anlegen und beim Einschalten wird sie am zweiten Kontakt erscheinen. Deshalb nehme ich sie von hier. Man könnte sie von hier nehmen oder direkt von hier. Ich nehme die Phase. Ich stecke sie in die Klemme. An einen Kontakt lege ich die Phase an. Hier ziehen wir fest. Es ist egal, an welchen. Und am zweiten Kontakt werden wir die Phase abnehmen. Das heißt, beim Einschalten des Thermostats, wenn die Temperatur dort gefallen ist, schaltet sich unser Relais ein, schließt diese beiden Kontakte und die Phase wird an die Heizung angelegt. Deshalb schließen wir sie hier an und ziehen sie fest. Wenn Sie anstelle einer Heizung einen Kühler haben, dann wird er genauso angeschlossen. Nur die Einstellung ist umgekehrt. Dort werden die Einschalttemperatur und die Ausschalttemperatur und bei steigender Temperatur wird sich unser Relais einschalten und den Kühler Jetzt müssen wir den Luftbefeuchter anschließen. Jetzt müssen wir den kleinen Metallbefeuchter genommen. Er wird mit 24 Volt betrieben. Ich werde die 24 Volt direkt nehmen. Man könnte ihn auch vor dem Netzteil steuern. Aber ich schließe ihn als Beispiel nach dem Netzteil an. Das heißt, dieses Relais wird den 24 Volt Kreis steuern. Hier habe ich Plus, das ist das braune Kabel, das grüne Kabel ist Minus. Das heißt, ich werde den Pluspol steuern. In einen Kontakt ziehe ich sofort das Kabel fest, das vom Luftbefeuchter kommt. So, angeschlossen. Ich nehme den Strom vom Netzteil. Hier habe ich Plus Minus, Plus, das rote Kabel. Ich stecke es in die Klemme. Und beim Einschalten des Feuchtigkeitsreglers schließt sich das Relais und schaltet einfach 2. Der Pluspol wird an den Luftbefeuchter angelegt. Und der Minuspol kommt direkt vom Netzteil.
Ich werde einfach zwei Kabel miteinander verbinden und der Minuspol wird direkt funktionieren, während der Pluspol geschaltet wird. Alles ist bereit mit dem Anschluss. Im Prinzip ist alles klar. Jetzt zeige ich, wie er eingestellt wird. Schaltet sich der Controller ein, und auf dem Display werden uns die aktuellen Werte angezeigt. Temperatur 22,3 Grad und Luftfeuchtigkeit 57,4. Hier ist der Feuchtigkeitssensor. Ich habe ihn hier neben den Behälter gelegt. Das heißt, beim Einschalten des Luftbefeuchters wird Feuchtigkeit auf den Sensor in der Nähe gelangen, und dann, wenn der eingestellte Wert erreicht ist, schaltet sich der Feuchtigkeitsregler ab. Um die eingestellten Werte anzuzeigen, drückt man einmal die Taste. Die Tasten mit der 1 sind für die Temperatur zuständig. Das ist die Untergrenze 20 Grad, die Obergrenze 30 Grad. Das heißt, wenn 30 Grad erreicht werden und der Sensor erwärmt wird, erlischt unsere Lampe und der Thermostat schaltet sich aus. Wenn die Temperatur auf 20 Grad sinkt, schaltet sich der Thermostat ein. Also, stellen wir zum Beispiel 21 Grad ein. Es wird anstelle von 30 eingestellt. Man muss lange drücken und dann mit den Pfeiltasten einstellen. Man kann gedrückt halten, und die Zahl verringert sich schnell. So, wir haben es eingestellt. Die Obergrenze ist 21,1. Die aktuelle Temperatur. Die aktuelle ist 21,7. Der Thermostat, damit er sich einschaltet, muss die Temperatur unter 20 Grad fallen. Und genauso ist es mit der Luftfeuchtigkeit. Die eingestellten Werte können wir mit den Pfeiltasten überprüfen. Hier, 60% Luftfeuchtigkeit ist die Obergrenze. Die Untergrenze ist 40. Wenn die Luftfeuchtigkeit auf 40% sinkt, schaltet sich unser Luftbefeuchter ein. Um es einzustellen, versuchen wir zum Beispiel. Aktuell beträgt die Luftfeuchtigkeit 55,4. Sie sinkt gerade. Wir stellen die Untergrenze auf 55 ein. Um zu überprüfen, wie der Luftbefeuchter funktioniert, stellen wir 55% ein. Die Luftfeuchtigkeit ist schnell auf 8 und die Einstellungen werden automatisch gespeichert. Die Luftfeuchtigkeit ist schnell auf 68,5 gestiegen. Und er schaltet sich bei 60 aus. Man kann mehr einstellen, damit er länger arbeitet. Zum Beispiel stellen wir 80% ein. »85«. Jetzt werden die Einstellungen gespeichert. Und wenn die Luftfeuchtigkeit auf 55% sinkt, schaltet sich der Luftbefeuchter wieder ein. Ich warte einen Moment. So, wir haben die Luftfeuchtigkeit gesenkt und halten den Sensor dran. Er wird die Feuchtigkeit aufnehmen. Die Feuchtigkeit beginnt zu steigen, die Zahlen laufen nach oben. Und wenn der Wert die Obergrenze erreicht, schaltet sich unser Luftbefeuchter aus. Es hat 80% erreicht und wird nun wieder bis zur Untergrenze fallen. Auch in diesem Controller kann man diesen Sensor kalibrieren. Wenn Sie eine Abweichung bei der Temperatur oder der Luftfeuchtigkeit haben, müssen wir, um den Wert zu kalibrieren, zwei Tasten gleichzeitig gedrückt halten. Wir drücken die beiden Tasten und gelangen ins Kalibrierungsmenü. Und auch mit den Pfeiltasten nach oben und unten können wir den Sensor entweder ins Plus oder ins Minus kalibrieren. Und genauso wird der Feuchtigkeitssensor bei uns kalibriert. Wir drücken zwei Tasten und kalibrieren ins Plus-Minus. Das heißt, man kann es einstellen, wenn der Sensor einen ungenauen Wert anzeigt, kann man ihn kalibrieren. So funktioniert dieses Modell des Feuchtigkeits- und Temperaturreglers. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss zusammen.